ESI-Produkte kennen wir aus der Musikproduktion und dem Tonstudio. Man kann ESI-Devices aber auch anders einsetzen, zum Beispiel für eine Klanginstallation. Eckhard Kuchenbecker und Lasse Margriek haben genau das gemacht. Und das schauen wir uns heute an. In Aschaffenburg befindet sich der Verein Kunstlanding, beheimatet in einem großen Altbau, der für visuelle Ausstellungen genutzt wird. Mit der Ausstellung Sound wollten die Kuratoren Eckhard Kuchenbecker und Lasse Margriek, die wir hier getroffen haben, dieser Schule des Sehens eine neue Komponente hinzufügen: das Hören. 7 Künstler haben dafür jeweils einen Raum gestaltet, der sich auf ganz individuelle Weise mit dem Ton an sich auseinandersetzt. Es gibt beispielsweise den Raum Stille. Christina Kubisch hat hier für Menschen unterschiedlicher Nationen gefragt, was Stille in ihrer Muttersprache heißt. Dieses Wort wurde aufgenommen und die Schallwellen in Klang- und Bildform ausgegeben. Werner C. wiederum setzt sich mit Fragen rund um das Klima auseinander und zeigt in einer begehbaren Klang- und Lichtinstallation die klimatischen Veränderungen aus dem vorindustriellen 18. Jahrhundert bis heute. Die Klangwiedergabe erfolgt übrigens auch mit ESI Unique 05 Plus Lautsprechern. Und dann ist da noch der Knarzraum, den Besucher mit Ohren und Füßen erkunden und damit die Ausstellung selbst aktiv mitgestalten können. Auf den knarzenden Holzboden haben die Künstler 4 Mikrofone gerichtet und das Signal jeweils mit Effekten belegt. Zieht man den Kopfhörer auf, bildet das ein Klangerlebnis der ganz besonderen Art. Kuratiert wurde die Ausstellung von Lasse Margriek und Eckhard Kuchenbecker. Neben mir sitzt Eckhard Kuchenbecker. Seit über 30 Jahren bereichert er Filme mit überdurchschnittlichen Geräuschwelten als Tonmeister und Klangkünstler. Ja, und neben mir Lasse Margriek, Klangkünstler und Betreiber des Hörkunstverlages Grünrekorder. Ebenso arbeitet er als Dozent für verschiedene Institute. Ja, unsere Rolle in dieser Ausstellung ist zum einen natürlich die kuratierende Rolle und zum anderen sind wir auch selbst als Künstler hier vertreten mit 2, 3 verschiedenen Arbeiten. ESI-Lautsprecher wurden in mehreren Räumen verwendet, um den Klang der Installation wiederzugeben. Unter anderem im Raum Busius, den Eckhard Kuchenbecker gestaltet hat. Also der Raum Nummer 7, Busius, ist ganz klar im Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit als Filmtonmeister zu sehen, zu der eben auch gehört, für Filme passende Geräusche zu finden und auf atmosphärischer Ebene mit den Geräuschen der Natur und Alltagsgeräuschen zu arbeiten, diese neu zu formen und passend zu einer Filmszene einen Hintergrund zu gestalten. In Portugal begegnet Eckhard Kuchenbecker diesen orangenen Tontöpfen, die an Windmühlenflügeln hängen. Je nach Stärke des Windes, so erfährt der Tonmeister von den ansässigen Müllern, geben die Busius unterschiedliche Klänge von sich, ähnlich wie Pfeifen. Damit bekommt der Müller ein akustisches Signal und weiß, wann der optimale Zeitpunkt ist, Getreide zu mahlen oder die Windmühlenflügel aus dem Wind zu drehen, damit sie nicht zerreißen. Der Begriff Busius, wie er im portugiesischen Sprachgebrauch zu finden ist, ist in jedem Fall ein lautmalerischer Begriff, weil dieses Busius ist auf jeden Fall auch das Geräusch, das diese Töpfe im Wind erzeugen. Die Installation im Raum ist auf 2 Ebenen angelegt. Über die Lautsprecher hört man eine Komposition aus unterschiedlichen Windgeräuschen, die dem Besucher das Gefühl geben, sich in einer windreichen Umgebung zu befinden. Setzt man die Kopfhörer auf, taucht man ein in die Klangebene, die die Töpfe im Wind erzeugen. Im Raum Busius befinden sich 2 ESI Unique 8 Plus Lautsprecher, die also für die Wiedergabe der Windgeräusche im Raum dienen und durchaus auch
aufgrund ihrer Farbigkeit perfekt zu den ausgestellten Tonobjekten passen. Von der Farblichkeit geht es weiter zur Dunkelheit. Lasse Margrieg und Tobias Schmidt haben sich mit dem Darknet auseinandergesetzt. Das Darknet gibt es schon relativ lange. Der Name Dark suggeriert natürlich was Dunkles, was Gefährliches, was nicht Sichtbares. Es gibt aber auch den Begriff Clearnet, der eher was klärt, was durchscheinen lässt. Und auf der Ebene hat Tobias Schmidt und ich uns über mehrere Jahre versucht, dem sogenannten unteren oder tieferen Internet zu nähern. Wir haben automatische Suchfunktionen erstellt, Suchprogramme, sogenannte Bots, die dann das Darknet, Clearnet, Deep Web, was auch immer, nach Daten durchsucht haben. Und ja, mit dem Material haben wir dann kompositorisch und installativ gearbeitet. Die Installation mit dem Titel Neigung befindet sich hinter dieser Tür. Der Besucher wird gebeten, sich ins WLAN einzuloggen, um anschließend auf eine eigens hierfür eingerichtete Homepage zuzugreifen. Hier werden ihm verschiedene Begriffe gezeigt, die mit dem Darknet assoziiert werden. Der Besucher kann nun einen dieser Begriffe wählen. Dieses Voting wird anschließend auf dem Monitor im Inneren des dunklen Raumes aufgelistet und über Sprachcomputer akustisch wiedergegeben. Das, was man weiterhin hört, sind auch sonifizierte Bewegungen aus dem Darknet und Bilder, die wir in Klänge umgewandelt haben. Und das ergibt eine, kann man sagen, Live-Konzertsituation, die von den Besuchern mitgestaltet wird. Für die Installation wurden 6 Unique 05 Plus verwendet, die in Kopfhöhe an der Wand so angebracht sind, dass sie eine Art Klangzirkel bilden, der den Besucher umgibt. Alle Monitore sind verbunden mit dem Gigaport, einer portablen Soundkarte mit 8 analogen Ausgängen. Das Gigaport war für uns nützlich, da wir die einzelnen Kanäle in dem Programm steuern mussten und sozusagen auch eine räumliche Situation geschaffen haben, indem wir sozusagen immer die gegenüberliegenden Paare angesteuert haben und in dem Programm haben wir das sozusagen dann einzeln zuweisen können. Bis zum 12. Juli 2020 ist die Ausstellung in Aschaffenburg noch zu besuchen. Danach folgt ein Rahmenprogramm, gemeinsam gestaltet mit zahlreichen Künstlern aus der Umgebung, das auf die Ausstellung Bezug nimmt. All das ist eingebettet in die Veranstaltungsreihe Hörsäle, die bereits seit 4 Jahren in Aschaffenburg erfolgreich ist und in der Klangkünstler und Sammler Ohrenmerke auf die Geräusche lenken, die uns täglich umgeben.